Also ich sage es immer, hier hinten ist der Weinschrank, Weinkeller, da vorne der Schuhschrank. Der gesamte Möbelkorpus haben wir hier aus Aluminiumprofil gefertigt. Wir konnten mit dem Hersteller einen ganz speziellen Deal machen, der jetzt euch zugutekommt. Fahrzeuge sind grundsätzlich schon mit einer sehr guten Ausstattung ab Werk versehen. Plus unser Sonderangebot, was wir hier haben, da kommen wir nachher noch detailliert drauf zu sprechen, haben wir wirklich von Anfang an ein schönes, ausstattungsfertiges Fahrzeug. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von DörTV. Heute möchte ich euch ein ganz besonderes Fahrzeug vorstellen. Ich werde immer wieder von unseren Kunden gefragt, welches Fahrzeug ich mir denn privat kaufen würde, wenn ich mir jetzt ein neues Fahrzeug zulegen möchte. Dieses Fahrzeug steht gerade hinter mir. Warum würde ich mir ein Euramobil kaufen? Das hat viele Gründe. Einige davon zeige ich Ihnen jetzt mal bei einem kleinen Rundgang. Wir haben hier bei Euramobil ein Fahrzeug, das komplett aus GFK besteht, innen wie außen. Dann haben wir hochwertige Klappen an einem Euramobil. Jeder kennt das von der Autobahn, wenn man irgendwo rumfährt und man sieht halt, dass die Klappen hier flattern, weil sie nicht richtig anliegen. Das haben wir beim Euramobil nicht, weil die Magnetverschlüsse haben. Dann ein wirklich großer Vorteil, das ist auch ein Vorteil für unsere Mietfahrzeuge, ist die rundum verblankte GFK-Profile, wo sie haben. Also sie haben Formteile gepaart mit Aluminiumschienen, die sie mit Meterware nachbestellen können. So hat man zu jeder Zeit, wenn man einen Unfall oder einen Parkrempler hat, den Schaden mit wenigen Euros behoben. Was sehr, sehr schön ist, sind die niedrigen und nebeneinander stehenden Gasflaschen. Wir können die Gasflaschen anheben, ganz transparent reinschieben, ohne irgendwo in ein Hohlkreuz zu gehen oder schwere Gewichte irgendwo zu bewegen. Dann haben wir einen wunderschönen Rundumblick. Nicht zu vergessen auch unser sehr schönes Euramobil-Design. Wenn man die Schnauze sich mal von dem Fahrzeug ansieht, ist ein sehr zeitloses Design, was auch schon viele Jahre im Handel ist. Aber trotzdem finde ich immer wieder, wenn ich das Fahrzeug ansehe, erkennt man irgendwo, dass es immer noch modern ist und immer noch schön aussieht. Ein weiteres Highlight unserer Fahrzeuge ist die Doppelverriegelung, die wir an den Türen haben, gepaart mit unserem Flex-System, was die Elektronik anbelangt. Sie haben also an jedem Euramobil in dieser Serie eine Zentralverriegelung mit drin. Wir haben ein Fenster mit drin, die breite Türen mit drin. Sie haben hier einen integrierten Handfeger und Schippe im Mülleimer. Kleinigkeiten, aber die weiß man in der Praxis sehr schnell zu schätzen. In unserem speziellen Fahrzeug, unser spezielles Angebot, was wir hier haben, ist eine Kampfansage, die wir so noch nie hatten. Sie haben bei uns für ein Fahrzeug, was vollständig ausstattungsfertig hier steht, inklusive 140 PS, Automatik, dann haben wir die Solaranlage mit drin, wir haben eine SAT-Anlage mit drin. Wir haben also wirklich ein fix und fertiges Fahrzeug, einmal einsteigen und losfahren für 99.990 € im Angebot. Das Angebot blenden wir später hier noch genau ein. Ja, was wir auch haben am Fahrzeug, wir haben die S7 Rahmenfenster mit drin, Serie bei Euramobil, sind einbruchsicher und wenig windanfällig, weil es die Fenster am Markt sind, die am wenigsten auftragen und somit immer aerodynamisch sind für die Geräusche. Das ist wirklich sehr angenehm. Man kann sich auch bei schlechtem Wetter großzügig mit mehreren Leuten im Fahrzeug aufhalten, ohne dass man sich auf die Pelle geht. Dann haben wir ein Fahrzeug hier mit Einzelbetten. Wir haben die Dusche und das Badezimmer getrennt. Vielleicht willst du da auch mal reinfilmen. Sind sehr großzügig ausgelegt. Wenn man die Matratzen hochhebt, kommt man auch sehr schön an die Kleiderschränke dran und an den Garagenbereich im Heck. Das gleiche haben wir auf der anderen Seite auch. Entweder können Sie hier Ihre Kleider schön sortieren und rausholen. Wenn jemand drauflegt und man sich morgens fertig macht, wenn jemand noch schläft, gibt es natürlich auch die Möglichkeit,
mit Klappen ganz normal von vorne zu öffnen. Der Vorteil von den Einzelbetten ist ja der komfortable Einstieg, dass ich reingehen kann, einfach mich hinsetzen kann, ohne groß zu klettern. Wenn ich aber aus diesen beiden Einzelbetten eine komfortable Liegewiese machen möchte, ist das auch möglich. Kann man einfach das Brett hier rausziehen, ihr legt hier ein zusätzliches Polster ein und dann habe ich eine sehr, sehr großzügige Liegewiese zur Verfügung. Ganz wichtig, wo euer Mobil großen Wert drauf legt, dass wir nicht permanent eine Aufpreispolitik fahren, dass ich jede Kleinigkeit extra bezahlen muss, sondern die Fahrzeuge sind grundsätzlich schon mit einer sehr guten Ausstattung ab Werk versehen. Plus unser Sonderangebot, was wir hier haben, da kommen wir nachher noch detailliert drauf zu sprechen, haben wir wirklich von Anfang an ein schönes, ausstattungsfertiges Fahrzeug. Hier hinten im Bereich haben wir USB-Steckdosen. Wir haben 220-Volt-Steckdosen, das gleiche nochmal an unseren Lesenspots dran. Dann haben wir eingelassene Ambientebeleuchtung in den Decken dran, was den Euramobil auch auszeichnet. Das hat jeder Euramobil in der Integra Line-Klasse. Das ist das Venurstoff hier an der Decke. Ich sage immer, dass der Eura eins der leisesten Fahrzeuge ist, die es auf der Straße gibt. Das hat mehrere Gründe. Der erste Grund ist die Seal-Structure-Technologie, dass der gesamte Aufbau verklebt ist, vollflächig miteinander, nicht verschraubt ist, wie es bei 9% der Wettbewerber der Fall ist. Der zweite große Vorteil ist, dass das, was wir hier an Geräuschbildung im Fahrzeug drin haben, wie Geschirr oder Ausstattung, die man reinräumt, diese Geräusche werden alle weggefangen durch diesen Velurstoff an der Decke, was Geräusche fängt. Ist natürlich auch sehr gut für die Isolierung. Aber auch hier kommen wir später noch auf die Winterplätze. Stauraum haben wir auch an allen Ecken. Also losgelöst von dem Stauraum, den wir über die großzügige Heckgarage haben, haben Sie überall Klappen im Boden drin, die Sie beladen können. Also ich sage es immer, hier hinten ist der Weinschrank, Weinkeller, da vorne der Schuhschrank. Das sind somit 3 Klappen im Innenraum. Und auch hier ist jeder Stauraum aus. Ja, was zeichnet den Eura noch aus? Warum ist er noch so leise? Das ist der hochwertige Möbelbau, der auch aus eigener Produktion kommt. Wir sehen also, dass die Optik von vorne, die nach einer Holzoptik aussieht, täuscht. Das ist kein Holz oder ist nur wenig Holz drin. Der gesamte Möbelkorpus haben wir hier aus Aluminiumprofil gefertigt. Auf das Aluminiumprofil haben wir eine Gummilippe eingetragen, die durchgehend ist durch den kompletten Möbelbau am ganzen Fahrzeug. Durch die Gummilippe sind, selbst wenn die Schrankklappen nicht ordentlich eingestellt wären, keine Geräusche zu erwarten, weil die halt immer diese Differenz wegholt, die die Spaltmaße normalerweise bei jedem anderen Fahrzeug mit sich bringen. Warum ist es ein Vorteil, wenn man die Dusche und das Bad getrennt hat, wie hier in diesem Fahrzeug? Das hat mehrere Vorteile. Der größte liegt darin, wenn man das Fahrzeug im Winter nutzt, weil die Duschen werden in der Tat nur von unter 10% der Wohnmobilisten im Fahrzeug regelmäßig genutzt. Aber insbesondere in der kalten Jahreszeit werden sie sehr gerne als Kleiderschrank benutzt. Und das haben wir auch beim Euramobil im selben Umfang hier schon mit einer Kleiderstange, dass wenn man aus dem nassen Regen, also im Regen rauskommt, wo man nasse Kleider hat, die schon mal hier direkt weghängen kann zum Trocknen aufhängen. Wenn 2 Personen oder mehrere Personen im Fahrzeug sind, eine Person schon schlafen möchte und die andere Person sich vielleicht noch vorne aufhalten möchte und ein bisschen Fernsehen schauen und ein Buch lesen, ist das auch möglich. Die Türen schlagen an, sodass man 2 getrennte Bereiche im Fahrzeug hat. Zusätzlich kann man sogar 3 Bereiche draus machen. Also ich sage es immer hier, Schlafzimmer, Bad, wo ich jetzt drin stehe, Wohnzimmer vorne. Man kann also auch mit einer zusätzlichen Tür, kann man auch hier die Bereiche komplett abtrennen. Das Euramobil Bad zeigt sich auch mit der neuen Ausstattung, was wir hier bei dem Chalet Rustico haben, als sehr ansprechend attraktiv. Also diese schönen großzügigen Wasserhähne, Kleinigkeiten, wo man Zahnbecher abstellen kann. Was auch so ein Gimmick beim Euramobil ist, ist die Klopapierrolle. Man kann quasi hier Toilettenpapier reinlegen und durch den Ausschnitt hier unten rausziehen, hat man sie immer schön weg. Weil wer kennt das nicht vom Camping? Die Rolle, wenn man sie irgendwo draußen dranhängen hat, fällt sie rum, fliegt da rum, muss man ein paar Mal aufhängen. Das alles haben sie hier nicht. Dann haben wir auch hier einen sehr großzügigen Badezimmerschrank. Meistens muss man sich entscheiden, bei den allermeisten Modellen möchte ich einen
ein zusätzliches Fenster haben in der Außenwand, um eine Zirkulation darzustellen, oder einen Spiegel. Auch hier haben wir bei Euramobil eine Lösung gefunden, dass wir beides haben. Wir haben einen Spiegel und wir haben das zusätzliche Badfenster. Gepaart mit unserer Dachentlüftung ist auch das bei nassem Wetter oder wenn man geduscht hat im Fahrzeug eine sehr gute Entlüftung und Zirkulationmöglichkeit. 220 Volt Steckdose findet man serienmäßig in dem Fahrzeug drin. Serienmäßig verbaut ist die normale Chemietoilette von Tedford. Sie können die aber in unserem Hause auch gerne gegen eine Glesana-Toilette gegen einen kleinen Aufpreis tauschen. Ein großzügiges Waschbecken finden Sie. Ich kenne kein Fahrzeug, wo es so groß ist, also in dieser Fahrzeugklasse mit 7,40 Meter rund, wo man so einen komfortablen Nassbereich hat. Hier haben wir einen sehr großen Tedford-Kühlschrank, was ein Absorber-Kühlschrank ist. Also sprich, Kühlfunktionen können Sie betreiben für während der Fahrt mit 12 Volt über die Lichtmaschine des Fahrzeuges. Wenn Sie autark stehen möchten, mit einer Gasflasche, beziehungsweise sogar 2 Gasflaschen, die hier drin sind, oder halt mit 220 Volt Netz- oder Landanschluss. Separates Gefrierfach findet sich hier drin. Alles sehr großzügig. Ein weiteres Herzstück ist die Küche. Was hier sehr gut ist und auch wieder praxiserprobt ist, dass ich nicht wie in anderen Fahrzeugen teilweise 3, 4 Flammen habe, wo ich in Wirklichkeit nur 1,5 Töpfe drauf kriege. Ich habe hier 2 großzügige Kochfelder, wo ich wirklich große Töpfe nebeneinander drauf bekomme und nutzen kann. Dann haben wir unsere hochwertiger Möbelbau, habe ich eben schon angesprochen. In dem hochwertigen Möbelbau geht natürlich auch hervor, dass ich eine große Belastung auf den einzelnen Schubladen mit drin habe. Das Besteckfach ist Serie beim Euramobil und die Schubladen sind mit 15 Kilogramm belastbar. Das ist auch ein sehr guter Wert für Reisemobile. Steht's auch. Einen Brennschalter haben wir in dem Fahrzeug auch. Wenn Sie es abstellen und im Winter mal nicht nutzen, kommen Sie sehr gut hier dran. Kann man hier bei der aufgeräumten Elektronik einfach den Schalter einmal umlegen und spart sich, wie es in der Vergangenheit war, ein aufwendiges Abklemmen der Fahrzeugbatterien. Für Töpfe und größere Utensilien im Küchenbereich haben wir mit unserem Apothekenschrank gesorgt. Hier sieht man gleichzeitig auch sehr aufgeräumt die Gasabsperrhähne. Wenn man da mal dran muss, muss man auch nicht irgendwo sich verrenken oder in den Außenbereich, sondern kann alles komfortabel von innen bedienen. Was nochmal in den Möbelbau und die Praxistauglichkeit einfach beim Euramobil einfließt, ist in dem Bereich, wo wir jetzt hier unterwegs sind, wo wir Spritzwasser ausgesetzt sind in der Küche, wo wir mit Temperaturen, mit Hitze arbeiten, haben wir unsere komplette Verdunklung und Fliegengittermöglichkeit in die Seitenwand eingebaut. Also Sie sehen, hier befindet sich auch eine Verdunklungsmöglichkeit. Wir haben ein Fliegengitter von oben und das ist hier alles weg. Normalerweise kennt man das, dass es offen liegt. Oft hat man noch Vorhänge vorne dran. All das haben wir hier nicht. Also ein wirklich absolut ausgereiftes, schönes Fahrzeug, wo man sorgenfrei mit in Urlaub fahren kann. Auch hier wieder ein edler Wasserhahn. Alles sehr großzügig und vor allem hoch, sodass man zum Spülen auch praxiserprobt wirklich gut dort rankommt. Das haben sie sehr schön gelöst. Serienmäßig in unserem Euramobil enthalten ist unser Abluftventilator. Diesen können Sie sowohl als Dunstabzugshaube beim Kochen, dass Sie die alte Luft rausblasen können, als auch für frische Luft reinzublasen als Ventilator benutzen. Man kann einfach die Drehrichtung ändern, man kann die Drehzahl ändern und wir haben sogar einen Thermostator drin. Wenn es ein Hund oder wer im Fahrzeug verbleibt, kann man eine Temperatur einstellen und wenn dann die Sonne tagsüber draufknallt, fängt er irgendwann an zu laufen und zirkuliert schön die Luft. Auch in der Klasse nicht üblich ist durch den Möbelbau versteckte Technik, also schön aufgeräumt, man sieht nichts, man kennt das sonst auch, wenn man die zentrale Elektronik anhat, dann hat man nachts ein Blinken oder irgendwie ein Licht, was stört. Hier sieht man es jetzt auch, der Frischwassertank, der leer ist und blinkt. Das haben wir hier nicht, wenn wir durch die Klappe komplett verschlossen haben. Dann haben wir das Modul der alte Warmwasserheizung, kommen wir auch gleich bei der Winterfestigkeit noch mal drauf zu sprechen. Wir haben die zentrale Elektronik, also sprich alle Prüfstände können wir darüber abrufen.
Also ich kann die Licht anmachen, ausmachen, Vorzeitleuchter anmachen, Frischwasser an, ausmachen. Ich kann die Füllstände kontrollieren. Ich habe wieder eine 12 Volt USB-Steckdose, wo ich die Handys hier reinlegen kann, nutzen kann. War sehr viele von im ganzen Fahrzeug verteilt. Und was auch sehr schön ist, wir können hier den elektrischen Rollo drüber betreiben. Das ist das sogenannte Liner-Rollo. Warum Liner-Rollo? Ich habe eine gewisse Privatsphäre dadurch. Also ich kann nicht nur verdunkeln von oben runter, wie Sie es jetzt gerade sehen, sondern wir können auch das Rollo von oben nach unten fahren, sodass, wenn Sie beim Essen sind oder nicht gestört werden möchten, Sie zwar raussehen können, aber die Leute, die am Fahrzeug vorbeilaufen, nicht reinschauen können. Man kann sie auch als Sonnenblende nutzen, für während der Fahrt stufenlos verstellbar. Zur Ambientebeleuchtung haben wir eben schon ein paar Takte gesagt. Auch hier vorne im vorderen Bereich, eben sind wir auf den Schlafbereich eingegangen. Hier im vorderen Bereich haben wir natürlich noch mehr Möglichkeiten. Also Sie sehen, im Möbelbau versteckt die LED-Leuchte, die halt rundum gibt und ein angenehmes Gefühl im Fahrzeug verschafft. Dann haben Sie ganz viele Spots, also Lesespots oder Ambientespots hier an der Seite aufgebracht. Und ähnlich wie im Schlafbereich auch wieder unsere Ambientebeleuchtung in der Decke drin. In jeder Stelle, wo man die Möglichkeit im Dach hat, haben Sie ein Licht oder ein Fenster eingebaut zum Lüften oder zum Belichten. Hier vorne ein 45er, dann ein großes und noch zwei weitere Dachlüfter und Belüftungsmöglichkeiten im hinteren Bereich. So, jetzt sitzen wir hier in unserer großzügigen Sitzgruppe. Sie sehen hier unsere Acuity-Sitze, die wir im Fahrzeug drin haben. Die ist in der Serienausstattung schon verbaut mit einer Lordosenstützer. Den können Sie hinten rausfahren, hier über diese Pumpe, mechanisch. Wir können die Rückenlehnen stufenlos einstellen, sodass man es sich auch bequem machen kann, wenn man am Tisch liegt oder sich unterhält, ähnlich wie so ein Sofacharakter zu Hause. Dann haben wir in der Sitzgruppe einen 360-Grad-Tisch. Diesen Tisch können Sie in alle Richtungen verschieben. Man kann ihn also ziehen, schieben, ich kann ihn drehen. Man ist mega flexibel dabei. Natürlich beim Essen oder auch beim Kartenspielen oder Gesellschaftsspiele spielen wirklich von Vorteil ist. Ja, in diesem Fahrzeug, das ist jetzt ein Ausstellungsprototyp für die Sonderserie, die wir gebaut haben, auf die ich gleich eingehe. Der hat jetzt noch das Polestar Pisa drin. Das ist in unserer Serienausstattung in unserem Sondermodell nicht drin. Wir haben aber einige wenige Fahrzeuge auch mit diesem Polestar, was normal einen Aufpreis, ich glaube, von ca. 1000 € hat. Sprich, die ersten 2 oder 3 Kunden, die kommen, die dürfen sich gerne auch an diesem Polestar austoben, ohne einen Aufpreis. Ja, besonders in diesem Fahrzeug jetzt, das ist eine Aufpreisfunktion, die ist normal in unserem 99.000 € Fahrzeug nicht drin, ist der Hubbett im Fall. Sie sehen also, es fällt direkt auf, wenn man in das Fahrzeug reinkommt, man hat ein Wahnsinnsraumgefühl, weil das Hubbett vorne nicht drückt. Und dessen hat man halt den Möbelbau ausgespannt, komplett außenrum. Das ist eine Aufpreisfunktion, kostet glaube ich 1400 €. Da haben wir auch eine Handvoll Fahrzeuge in der Sonderserie drin. In der Serienausstattung wäre das Hubbett. Ja, eben habe ich angekündigt, dass ich noch ein paar Worte gerne zu der Winterfestigkeit des Fahrzeuges erzählen möchte. Also ich selbst bin Wintersportler, bin fast ausschließlich mit dem Wohnmobil im Winter unterwegs, auf Campingplätzen zum Skilaufen und weiß wirklich die DNA des Euromobils zu schätzen. Wir haben also einen Aufbau aus GFK, wir haben eine Isolierung aus XPS mit drin, was ein sehr guter Isolierstoff ist. Dann haben wir in allen Euromobilfahrzeugen einen doppelten Boden mit drin. Der doppelte Boden hat automatisch eine indirekte Fußbodenheizung mit drin, was ein Wohlgefühl auch an den Füßen verursacht. Durch die Doppelverriegelung an den Türen, das wir eben schon gezeigt haben, hat man die Zugluft nicht, die man in der Vergangenheit immer, oder in den vergangenen Jahren, das ist ja schon viele Jahre her, früher an den Eingangstüren hat, die sich durch die thermische Belastung halt angezogen oder entfernt haben.
dann haben wir beim Euramobil, also sprich bei diesem Fahrzeug, alles was größer ist als 7 Meter. Bei dem 27er unserer Sonderserie ist das der Fall mit 7,41 Meter. Serienmäßig eine alte Warmwasserheizung mit drin. Ja, was macht die alte Warmwasserheizung so besonders? Gibt's sicherlich etliche Videos, Clips im Internet. Der große Vorteil ist die angenehme Wärme. Man hat bei einer Atomheizung ein Gebläse mit drin, die halt eine trockene oder zumindest als trocken empfundene Luft im Innenraum durchfließt. Und die Menschen, die Atemprobleme haben, merken dann oft, dass wenn sie morgens aufwachen, irgendwo so ein trockener Atem haben. Das haben wir bei der Aldeheizung nicht, weil die Konvektionswärme hat, wie man sie aus einem normalen Haus her auch kennt. Also der gesamte Möbelbau, an der Stelle können wir es gerne mal zeigen, ist ein Stück von der Wand weggebaut. Hier sieht man sogar sehr schön. Also ist ein Stück weggebaut. Und hier unten, das ist quasi der Heizkörper, wie man es zu Hause her kennt, in seinem Wohnhaus. Und durch eine Konvektionswärme, vielleicht zeigst du mal gerade hier unten im Möbelbau auch noch, hat man hier unten ein Loch drin, wird die kalte Luft automatisch hier angezogen, ohne Ventilator irgendwas, nur durch thermische Unterschiede und wird hier oben nochmal ausgegeben. Und somit hat man ein ganz angenehmes Raumklima da drin, man hat keine Gebläse, das macht ja auch keine Geräusche, ansonsten hört man das natürlich beim Schlafen auch nachts leicht, wenn das Gebläse anspringt. Das alles haben wir hier beim Euramobil nicht. So, die Heizung ist das Maß aller Dinge, zweifelsfrei. Alle Wintercamper beim Wohnwagen, ebenfalls wie beim Wohnmobil, wissen diese alte Warmwasserheizung sehr zu schätzen. Ja, die Velurstoff an der Decke haben wir eben auch schon angesprochen. Also das meiste der Therme ist wie beim Haus auch, sagt man immer, das Wichtigste ist, den Dach zu isolieren. Das haben wir hier in doppelter Art getan. Einmal vom Aufbau und dann nochmal durch diesen Velurstoff hier an der Decke, der Geräusche fängt und der natürlich auch von der Thermik her super isoliert. Ja, das ist unsere Winter-DNA bei unserem Euramobil. Was haben wir alles an Ausstattungen in unserem Integra-Line der Sonderedition mit drin verbaut? Wir haben ein großes Navigationssystem von Zenek mit Camping-Software mit drin. Wir haben das Automatikgetriebe bereits mit drin. Wir haben an dem Fahrzeug eine Luftfederung im Preis schon mit verbaut, eine vollautomatische SAT-Anlage, eine Solaranlage, eine Außendusche, eine Gasaußensteckdose, Lithiumbatterie ist bereits mit enthalten. Das Fahrzeug ist allem in allem ausstattungsfertig. Das Einzige, was ich persönlich noch dran machen würde, das wäre die Außenmarkise. Die können wir jederzeit noch ergänzen. Kann man später machen. Ansonsten heißt es wirklich bei dem Fahrzeug einsteigen und losfahren. So, was bedeutet das finanziell? Das sind Fahrzeuge, wie wir hier drin sitzen, die in einer vergleichbaren Fahrzeugklasse normalerweise irgendwo einen Preis zwischen 130 und 160.000 Euro in dieser Ausstattung aufweisen. Wir konnten mit dem Hersteller einen ganz speziellen Deal machen, der jetzt euch zugutekommt. Wir bieten das Fahrzeug, wie wir hier drin sitzen, mit Hubbett allerdings, nicht mit Hubbett in Fall an, für 99.990 Euro. Und auf diesen Preis geben wir eine europaweite Preisgarantie. Sie kriegen das Fahrzeug nirgendwo günstiger wie bei uns. Wir haben eine großzügige Heckgarage mit drin, haben auch eine 220 Volt Steckdose, ganz wichtig. Wenn Sie E-Bikes mitführen, können Sie Ladegeräte direkt mit anschließen, ohne zusätzlich Aufpreis zu generieren. Einmal noch ins Fahrzeug rumlaufen und die Details vielleicht mal noch kurz ansehen. Was ich eben nicht erwähnt hatte, wir haben sogar einen Außen-TV-Anschluss mit drin. Sprich, wenn Sie vor der Tür sitzen, möchten Fußball schauen, brauchen Sie das nicht drin so machen bei schönem Wetter, sondern Sie haben hier direkt die Möglichkeit, Spannungsversorgung, SAT-Kabel, was Sie halt an die SAT-Anlage anschließen können, die wir hier in der Serie schon mit drin haben. Dann haben wir, ganz wichtig, Außen-Gasanschluss, um den Grill zu betreiben, ohne die Gasflaschen ums Auto zu schleppen. Sehr gut zugänglich das Toilettenfach mit unserer Tedford Kassette, die wir hier mit drin haben. Auslässe vom Kühlschrank. Die Abgasanlage unserer alten Warmwasserheizung, die im Fahrzeug mit verbaut ist.
zur Wintertauglichkeit bzw. Winterfestigkeit sei auch noch vermerkt, dass wir hier vorne in dem Bereich ein Thermoglas mit drin haben, was doppelt isoliert ist, was auch nicht üblich ist. Überall Aufpreis, der uns bereits in der Serienausstattung hat. Kraftstofftank, der Bluttank, sehr schön verkleidet. Auch das habe ich schon anders gesehen. Auch hier bei unseren Frischwassereinfüllstützen, habe ich eben von gesprochen, haben wir unsere Magnete hier mit drin, die halt wirklich halten und nicht während der Fahrt den Lattermann machen, abreißen, Lärm oder Windgeräusche verursachen. Auch enthalten in unserem Fahrzeug ist die Außendusche. Sie anschließend sogar warm-kalt. Wir haben den Landstromanschluss auf der Seite. Wenn man hier gerade stehen, auch nicht zu vergessen, die hochwertigen, schönen Aluminiumfelgen sind ebenfalls schon in unserer Ausstattung enthalten. Eben haben wir über das Navigationssystem gesprochen, aber wir haben zu dem Navigationssystem natürlich auch eine Rückfahrkamera drin, eine hochwertige von Dometic, die hier verbaut ist. Das ist eine Doppellinsenkamera. Also wenn Sie sich entscheiden, die Fahrräder nicht hinten drauf zu machen, sondern nicht in die Heckgarage zu machen, sondern hinten drauf zu machen, können wir hier einen Fahrradträger drauf machen. Und Sie haben die Fahrradträger am Blick oder Sie können mit einer Kamera ausgerichtet auf den Stoßfänger, den direkten Bereich hinter dem Fahrzeug, sehen oder einsehen. Und mit der zweiten Kamera, die einen weiteren Blick hat, sehen Sie den Rückverkehr oder halt Widerstände, Gegenstände beim rückwärts einparken. Somit auch super komfortable Lösung. Bei Euramobil haben wir immer eine Dichtigkeitsgarantie von 10 Jahren auf das Fahrzeug. Was wir Ihnen jetzt noch on top geben, wenn Sie bis zum 31. Mai bei uns ein Fahrzeug bestellen, ist die Anschlussgarantie. Dann hätten Sie 5 Jahre Garantie auf das Fahrzeug. Fahrgestell, Motor, Getriebe sowie Aufbau. Wenn wir dein Interesse geweckt haben, dann schreib uns jetzt gerne an oder ruf uns an. Wir blenden auch die E-Mail-Adresse hier gleich ein, verkauf@dörrgruppe.de. Es würde mich freuen, wenn du uns kontaktierst und dir deine Traum von mobilen Reisen bei uns verwirklichst.